Ein neuer Morgen beginnt, ein neuer Tag beginnt. Wir haben frische 13 Grad und upsala, ich blinke noch. Hier ist Halten. Nein, doch nicht. Dankeschön. Ein bisschen wuselig am frühen Morgen. Genau, wir fahren jetzt erstmal zu einem Nora-Gen-Turm und anschließend geht es an Porto Torres vorbei, oben ganz im Norden Sardiniens an der Küste entlang, bis zum letzten Campingplatz dieser Reise, wo wir dann auch 3 Nächte bleiben werden, bis die Fähre in Olbia uns wieder rüber bringt aufs italienische Festland nach Genua. Ich freue mich jetzt auf die letzten 3 Tage, die hier noch vor uns liegen. Oh, was hat wer hier zu tanken? Oh, teure 1,82 und sie ist super voll. Ja, aber gut. Wat mut, dat mut. Ohne Benzin keinen Spaß. Also den Tank voll gemacht und der Spaß kann weitergehen. Schön hier durch grüne Sträßchen. Ruhig ist es hier. Wenig los. Schön. Nur hier und da halt Müll. Das Übliche. Müll ist echt ein Ding hier. Das war uns in den letzten Tagen schon aufgefallen. Die Gründe für Sardiniens Müllproblem sind vielseitig. Zum einen ist die Insel ein beliebtes Reiseziel und der Zuwachs von Touristen führt zu einer erhöhten Abfallproduktion, wodurch in den Monaten der Hochsaison die Abfallentsorgung überlastet sein kann. Zum anderen wird der Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt, da in bestimmten ländlichen oder abgelegenen Gebieten die Infrastruktur zur effektiven Abfallentsorgung fehlt. Einige entsorgen ihren Müll einfach in der Natur, wodurch illegale Deponien entstehen. Sardinien hat zwar schon Fortschritte bei der Abfallwirtschaft gemacht, das Thema Recycling und nachhaltige Abfallentsorgung ist aber nach wie vor groß. Hier, Plastik, 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 Plastik. Plastik, Plastik, Zigaretten, Plastik. Das ist schon crazy so, ne? Wenn man sich hier, oder guck mal hier in dem Schaum da. Lokale Behörden wirken dem mit Aufklärungskampagnen, verbesserter Entsorgungsinfrastruktur und vermehrten Kontrollen zur Verhinderung illegaler Müllablagerungen entgegen. Ich hoffe sehr, dass es fruchtet. Ja, das mit den Nora-Gen-Türmen ist gar nicht so leicht, da an einen dran zu kommen und einen zu finden, der auch einigermaßen erkennbar ist, weil ansonsten sind das oft einfach nur so alte Felsstücke, die man da so rumliegen sieht oder so übereinander gelegt. Aber dass es ein Turm ist, sieht man dann nicht wirklich. Aber es ist im Navi so verzeichnet, dass es wohl einer sein soll. Naja. Verborgene Ruinen und Häuser oder Höhlen finden sich überall, wenn man sich die Muße nimmt, den Blick schweifen zu lassen. Wir werden allerdings noch ein wahres Prachtexemplar von Nora-Gen-Turm finden, dazu bald mehr. So viel Radfahrer, so viel dazu. Hier immer schön vorsichtig sein. Und jetzt geht's los. 30 Kilometer von Sassari entfernt liegt die Küstenstadt Porto Torres. Kaum dort angekommen, steuern wir geradewegs auf eines ihrer Wahrzeichen zu, den Torre del Porto. Der Turm wurde im 16. Jahrhundert erbaut und gehört zu dem Netzwerk von Wachtürmen, die entlang der Küste errichtet wurden, um vor Überfällen und Piratenangriffen zu schützen. Er ist zwar ein beliebtes Fotomotiv, das auch als Kulisse für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird, uns reicht es aber, ihn von der Straße aus zu begutachten. Und hier ist der Strand. Ja, aber das ist zum Baden ist das ja jetzt hier auch nicht so interessant, oder? Direkt an so einer befahrenen Autostraße. Delfine besichtigen kann man hier übrigens auch. Ich meine jetzt nicht diesen kleinen Tondelfin, sondern es gibt hier wirklich geführte Delfin-Watching-Touren mit dem Boot. Genau, das haben wir uns natürlich alles angeschaut, aber nicht aufgenommen. Nicht ganz so spektakulär, aber genauso schön anzusehen sind die über der Brandung fliegenden Vögel, die hier alle Register der Flugkünste ziehen. Wir nutzen die Gelegenheit für einen kleinen Stopp am Meer.
wunderschön entspannt hier auf der Mauer. Das ist eigentlich ein Angelhaken für Blauwale. Echt jetzt? Nee, selbstverständlich nicht. Das ist ein handelsüblicher, wie heißt das? Anker. Anker. Handelsüblich. Das, was man halt so im Wohnzimmer liegen hat, ne? Um mal ordentlich den Anker zu werfen auf der Couch. Also von Torres geht es jetzt zum Campingplatz. Ganz oben an einer kleinen Inselformation. Da haben wir uns mal was ausgesucht. Okay, ansonsten deine Meinung zu Porto Torres? Sehenswert oder? Also ziemlich viel Betonplattenbau, Türme. Ja, auch jetzt so beim Durchfahren. Mich zieht es da immer nicht so sehr hin. Also ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Ja, also man hat jetzt hier gerade auch so Fußgänger gesehen, die über diese Felsen gelaufen sind, gewandert. Das kann man hier wahrscheinlich ganz gut machen. Die Innenstadt. Ja, das ist schon ganz wohl schön. Im Zentrum, wo die, ja? Ich weiß nicht, ob die noch so eine schöne Altstadt oder sowas haben, an der wir jetzt vorbeigefahren sind und wir dem Ganzen jetzt Unrecht tun. Aber so, wenn man das hier so sieht, sieht es jetzt erstmal nicht so aus, als wäre das jetzt lohnenswert, hier mehr als einen Tag Zeit zu verbringen. Yes. Obwohl die Fahrt entlang am Meer immer auch etwas Magisches hat. Weiter geht es vorbei an vielen Rennradfahrern. Die sind auf Sardiniens Straßen überall verstreut. So, jetzt hier nochmal ins Landesinnere. Das ist so schön grün hier. Es funkelt und leuchtet in vollen Farben. Ein Funkeln und Leuchten vom Himmel, also seitens Sonne, kommt an diesem Tag leider gar nicht. Die bleibt hinter dicken grauen Wolken versteckt. Apropos im Himmel. Oh, da war ein kleines irgendwas auf den Boden tot gefahren. Gerade haben wir schon gehäuteten Igel gesehen. Oh, hier immer wieder irgendwelche Katzen, die es leider nicht geschafft haben, zwischen die Räder gekommen sind. Super cooler Berg voraus hier und irgendwie sind überall so Feuer, ne? Und die machen Osterfeuer. Die verbrennen Reifen. Es riecht. Die Verbrennung von landwirtschaftlichem Abfall ist auf Sardinien nicht unüblich, wird jedoch immer häufiger als problematisch angesehen, wenn nicht korrekt durchgeführt. Jetzt geht es hier so richtig schön mit leichten Kurven ab in die grünen Berge. Vor uns dunkle, graue Wolken. Wir lassen uns aber nicht aufhalten. Die Straße sieht ganz nett aus hier. Ich glaube, das geht jetzt so weiter. SP 58, genau. Das ist es. Das Motorrad hier sieht leider ziemlich schmodderig aus. Geputzt wird zu Hause. Bisher hatten wir wirklich Premium-Sonnenwetter und blauen Himmel während der Zeit auf Sardinien. Das ist ab heute schlagartig vorbei. Ja, jetzt fängt es wirklich ja noch an zu regnen. Der Regen hat uns nun wirklich eingeholt. Wir fahren hier über so kleinere Sträßchen nun. Weiter durch die Berge. Hier noch so ein paar Kühe, die am Grasen sind. Ja, heute ist echt frisch, ey. 16 Grad jetzt. Puhu. Kurz vor dem Ziel des heutigen Tages lässt der Regen nach. Nur die großen Pfützen auf der Straße zeugen noch von dem nassen Wetter und schenken uns eine Unterbodenwäsche for free.
Unmittelbar hinter den bunten Lettern, die den Namen der Küstenstadt Palau auf die Verkehrsinsel schmettern, erstreckt sich einer der bekanntesten Strände in der Nähe der Stadt, der Spiaggia dell'Isola dei Gabbiani. Er wird vor allem wegen seiner wunderschönen Landschaft aus malerischen Klippen und mediterraner Vegetation geschätzt. Und? Ist ja richtig, ist so richtig so eine Kitesurfing-Area hier. Ja, hier kann man also Kitesurfen. Genau. Besonders beliebt ist dieser Strand bei Wind- und Kitesurfern, da das Lüftchen, was hier weht, optimal für diese Sportart ist. Verleihstationen für entsprechendes Material und Schulen, bei denen man seine Fähigkeiten erweitern kann, sind hier direkt am Wasser zu finden. Was für eine hohe Fluktuation an Besuchern hier herrscht, lässt der große Parkplatz erahnen, der trotz des wolkenverhangenen Himmels voll mit Autos ist. Wow, krass, das ist ja schön hier. Eine aus aufgehäuftem Sand bestehende Straße führt uns rüber zur Insel, auf der ein Campingplatz liegt. Ordentliche kleine Flicken. Der Versuch, Slalom um die Löcher im Boden zu fahren, ist hier vergebens und macht mich irgendwie ganz grauselig im Kopf. Korokoko. Korokoko. Ein Krokodil. Ein kurzer Schnack an der Rezeption und zack, finden wir uns in einem neuen Gefährt wieder. Machen wir wenigstens noch mal so was hier, ne? Jo, wir gucken uns jetzt mal einen Platz an. Ja. Mit dem Ergebnis? Ja, wir haben jetzt was ganz Besonderes uns hier finden lassen. Wir haben richtig Glück, wir hatten nichts reserviert. Da jetzt die nächsten Tage hier wirklich Unwetter sein soll, Regen ohne Ende, die von der Rezeption hier sagte, ihr wollt zelten, lasst es besser. Wir zelten jetzt trotzdem aber auf eine sehr luxuriöse Art. Wir müssen jetzt hier an den Start kommen, dann kriegen wir eine Personal-Führung. Ist immer so ein bisschen aufregend, ne? So, yes. So, Freunde, jetzt seht ihr mal was ganz... Das habe ich auch noch nie gemacht. Oh ja, müsst ihr mal aufpassen. Gerade als er mit uns da hinten drin den Berg hochgefahren ist, habe ich auch gedacht, gleich geht das Ding vorne hoch. So, diese ganzen Lodges hier kann man mieten, haben eine Küche, Bett, eigene Toilette. Davon war erstens nichts frei, zweitens wäre uns das zu teuer gewesen. Und jetzt geht es hier den Berg hoch. Hoppala. Und dann haben wir schon wieder eine noch bessere Aussicht aufs Meer hier. Und das, was wir jetzt haben, hat zwar keine Küche, dafür eine Dusche und eine Toilette. Das finde ich sehr schön. Da muss man nicht nachts über den ganzen Campingplatz geistern. Und da sind wir schon. Einfach mal hier vorgeparkt und ein bisschen versunken. Angekommen mit einem Olivenbaum. Yes. Hier braucht man wasserfeste Schuhe. Geht das? Yes, es ist waterproof. So. Bye, thanks. So, hier sind unsere schönen Motorräder und hier geht es auf unsere Veranda. Falls das Wetter doch noch mal gut werden sollte, wir haben ja noch 2 Liegen und den Blick aufs Meer hat man vor allem auch von unserem Frühstückstisch hier. Oh, ist das schön. So, wir gehen jetzt hier zum ersten Mal rein. Wir ziehen die Schuhe aus. Einmal, ne, Ordnung muss ja sein. Oh, es ist warm hier drin. Es sind nämlich hier richtige Zeltwände. Das ist so eine LKW-Plastikplane. Aber wir haben hier eine Heizung drin. Den Blick nach draußen auf den Schuhe ausziehenden Julian. Nein, nach Ich finde das eigentlich hier sogar tatsächlich echt besser, auch wenn es günstiger ist, weil man hat hier ja so den Blick in so einen Busch rein und das Meer und irgendwie eine ganz gemütliche Veranda. Fand ich jetzt bei den anderen ein bisschen unattraktiver, ehrlich gesagt. Ja. Ja, man ist so zusammengefercht mit den Nachbarn. Hier ist man ein bisschen mehr für sich. Und dieser Blick, also sehr abgeschieden. So, und jetzt gucken wir mal hier einmal. Wie sieht's aus hier? Badezimmer. Ja, eine eigene Dusche, Toilette mit Fenster, falls man möchte. Waschbecken, was Fenster, will was man man mehr? Was? Mit Fenster, falls man möchte. Ja, das kann man aufmachen. Und es gibt auch einen Fridge hier. Einen Kühlschrank hier. Achso, ja.
Wir gehen dann gleich erstmal ein Weißweinchen holen, ne? Wir kommen dann mal rein. Ja, also was soll man sagen? Ich bin total happy, dass wir das jetzt hier haben. 67 € die Nacht kostet es. Ein anderes hätte, was wir sonst hätten kriegen können, 74 gekostet. Plus Endreinigung, 60 € Endreinigung. Heißt, sowas lohnt sich natürlich mehr, je länger man da bleibt. Da wir jetzt hier nur 2, 3, in unserem Fall 3 Nächte da bleiben, ist dann 60 € Endreinigung nochmal wie so eine ganze Nacht fast, was dann irgendwie nicht so richtig im Verhältnis steht, finde ich. Genau. Deswegen. Check. Da oben. Haha. Hier Strom finde ich auch mal ganz wichtig. Hier gibt es sogar wirklich Kleiderbügel. Und wir haben hier kleine Taschen an den Zeltwänden. Eigentlich ein bisschen so wie bei uns im Zelt. Und meinst du nächstes Jahr so eins? Ja? Ich weiß nicht. Gut, jetzt gerade nach so einem Fahrtag, man merkt dann auch ganz schnell, wie das Wetter da einem reinspielt. Also die Strecke war super heute, hat echt Bock gemacht, super kurvenreiche Strecke. Aber der Reiz geht dann doch ganz schnell verloren, wenn das Wetter nicht mitspielt. Das war also heute echt Regen, nass, alles irgendwie nicht so schön. Und dann ist das jetzt ein guter Abschluss hier. Tot. Hier bleibe ich heute. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. So, Julien kocht da draußen gerade Nudeln. Vollkorn, 12 Minuten. Extra die langgarenden, weil Gas haben wir. Gas haben wir genug. Und was ich total cool finde, ist, dass dieser Zeltcharakter, trotz dass es hier so groß ist und so dicke LKW-Planen als Wände hat, ja, dass es diesen Zeltcharakter behält, weil man einfach den Regen zum Beispiel auch hört, wenn der hier auf das Dach prasselt. Und das sind ja so Sachen, die liebe ich einfach. Das ist so ein Zeichen von irgendwie Verbundenheit mit der Natur. Die raue See schlägt bis an unsere Fenster. Ich werde, glaube ich, später grillen. Wir haben noch gar nicht gegrillt. Ja, das hat auch seinen Grund. Wir haben keinen Grill dabei. Die 2 süßen Schnuckelchen stehen da auch richtig gut. Und nach dem Regen kommt der Bogen. Doppelbogen ist es sogar. Das sieht fantastisch aus. Unser Tipp hier, Oliven zu allem, was geht. Dazu noch kleine Pilze. Und Wein aus dem Plastikbecher. Wir haben uns einfach mal hier eine kleine Flasche gegönnt heute, eine kleine Flasche. War so toll, jetzt einfach hier draußen sitzen zu können. Der schöne Nebeneffekt vom Zelten ist, dass man die normalsten Dinge wieder wertschätzt. Sowie Strom und Licht auf Knopfdruck und noch vieles, vieles mehr. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus diesem Video, wünschen euch eine gute Zeit, wo auch immer ihr seid und melden uns dann, wenn es weitergeht hier auf der Reise. Bis bald!